Ey, Mann. Hey, du, was für eine Kacke. Schon wieder ist das scheiß Abblendlicht durchgebrannt. Weißt du, was das kostet? Jetzt muss schon wieder in die Werkstatt. Wir haben doch keine Zeit, Mann. Das kriegen wir schon hin. Wirklich, Mann. Das geht ganz einfach. Vertrau mir. Okay. Leute, kurzer Disclaimer. Alles, was wir hier benutzt haben, sei es Werkzeuge oder Materialien etc., sind Sachen, die wir uns selbst gekauft haben. Das heißt, es ist kein Sponsoring. Das sind alles unsere eigenen Erfahrungen, die wir mit diesen Sachen machen und unsere eigene Meinung. Herzlich willkommen zurück zur Expedition V-Life. Heute wieder am Passat. Ja, wir zeigen euch heute, wie man das Abblendlicht tauscht am Passat. Das ist nämlich gar nicht so einfach an der Kiste, aber in die Werkstatt müsst ihr dafür überhaupt nicht. Kommt doch einfach mal näher, wir zeigen euch das. Wir starten mit der Beifahrerseite, das heißt rechts vom Fahrzeug, den rechten Scheinwerfer. Das ist nämlich der schwierigere. Um da dran zu kommen, müssen wir nämlich Folgendes machen. Wir müssen hier den Ansaugschlauch, der in den Luftfilter geht, demontieren tatsächlich, um da überhaupt dran zu kommen. Nicht schön gelöst, aber wie gesagt, in der Werkstatt müssen wir zeigen, wie das geht. Wir brauchen als erstes, das sieht man hier schon, um die Verschlusskappen zu öffnen, einen Schlitzschraubendreher. Das habe ich jetzt gerade auch tatsächlich mit meinem Fingernagel geschafft, aber ich schnapp mir einen und darunter sehen wir Kreuzschrauben. Die sehen nicht mehr so schön aus. Ja, aber wir schauen mal, was kommt. Immer den Werkzeugkoffer dabei. Dementsprechend bis hierhin geht es auch mit dem Bordwerkzeug, weil da ist ein Schlitzschraubendreher drin und ein Kreuzschraubendreher im Bordwerkzeug, standardmäßig. Das ist natürlich schön. Der Schraubenkopf sieht schlimmer aus als die Schraube an sich. Das passt so. Dann müssen wir nicht tätig werden, das ist gut. Dann kann man einfach die Abdeckung nehmen, nach oben rausziehen. Die ist einfach nur aufgelegt quasi und mit den beiden Schrauben fixiert. Um dann hier dran zu kommen, müssen wir einfach hier nach oben ziehen. Und hier oben, genau, ist er dann auch nochmal verschraubt. Die 3 Schrauben müssen wir dann lösen, um den ganz abzukriegen. Ihr seht, ist jetzt wirklich, die sehen schlechter aus. Da tun wir mal irgendwie, glaube ich, Liquid Moly, das sprich Kupferpaste, draufdrehen. Denn Kupferpaste ist unser Freund, Leute. Kupferpaste ist toll. Genau, jetzt können wir den hier nehmen und einfach so seitlich rausziehen. Da müsst ihr darauf achten, dass hier diese Klipse, wo die Schrauben reingeschraubt werden, damit die überhaupt im Plastik halten, nicht verloren gehen. Wichtig. Sonst habt ihr ein Problem, dann kriegt ihr es nämlich nie wieder fest. Ja, und dann haben wir hier den Luftfilterkasten. Jetzt könnte man theoretisch den Luftfilter vom Motor tauschen. Wichtig ist nicht der Innenraumfilter, das ist der Luftfilter vom Motor. Wollen wir jetzt in dem Fall natürlich nicht. Wir gehen an Scheinwerfer, um die auszubauen. Jetzt haben wir die Frage, was haben wir eigentlich? Wir haben einmal das Standlicht, das Fernlicht und das Abblendlicht unter der Haube. Die Stelle ist wirklich schlecht und bescheiden. Man tut sie sich hier auf jeden Fall eigentlich immer weh und das ist ein Rumgefuddel, das ist nicht schön. Wie lösen wir das? Ganz einfach, wir ziehen diese Gummikappe nach vorne runter. Die ist außenrum drauf gesteckt. Wenn wir das geschafft haben, dann kriegen wir sie auch raus. Das ist die Gummikappe gegen Spritzwasser. Und dann sehen wir schon die Glühbirne, die hier reingeschraubt ist in die Fassung. Um die rauszukriegen, müssen wir jetzt hier reingreifen. Das ist leider für euch jetzt sehr schlecht zu sehen, glaube ich. Nehmen die und müssen die halt in die entgegengesetzte Richtung abschrauben, wie sie hier festgemacht ist. Ich denke, das ergibt Sinn, oder? Das ist aber echt auch Spagat und Yoga so ein bisschen. Aber vorher ziehen wir hier noch den Stecker lose. Der ist nicht groß gesichert, den kann man einfach abziehen an der Glühbirne. Dann ist die Glühbirne hier frei. Frei. Da ist ein Rechtsgewinde drin. Und dann kommt uns jetzt hier die Halterung und die Glühbirne entgegen. Standardgewinde gewesen, oder? Nee, schau mal, die ist hier mit hier so drauf. Glühbirne. Und dann sind es quasi diese Adapter, der dann mit diesen beiden Nasen die Glühbirne hier in diese 2 Haken quasi reinzudrehen. Und das ist eigentlich das Geheimnis da dran. Okay. Geht relativ einfach und beim Einbau ist es genauso. Es ist echt fuddelig beim Einbau, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nicht schön. Aber warte mal, fällt dir was an der Glühbirne auf? Das sieht aus wie so ein Gefängnis. Es ist nur halt keine Glühbirne, das ist LED. Ja, in dem Passat wurde schon LED nachgerüstet. Das ist auch zugelassen, unseres Wissens nach. Müsst ihr euch selbst mal auseinandersetzen, was zugelassen ist und was nicht mit eurem Scheinwerfertyp. Ich habe mich mal da reingelesen und rausgefunden, dass die hier zugelassen sein soll. Und habe die halt einfach eingebaut für eine bessere Lichtausbeute. Ja, du hast die Glühbirne ja dabei. Gib mir die mal. Ja, habe ich. Also du willst auch, dass die direkt wieder kaputt geht, oder? Warum denn?
Naja, schaut mal. Das ist ein ganz wichtiger Lifehack für euch. Wenn ihr die Glühbirne anfasst, hier am Glas, und dann lasst ihr fast fette Datscher auf der Glühbirne und tatsächlich brennen die sich dann ins Glas rein, weil so Halogenlampen werden ziemlich warm und ziemlich heiß und dadurch gehen die dann schneller kaputt und brennen halt schneller durch, weil sie an einer Stelle wärmer werden als an den anderen Stellen. Ach so, gut zu wissen. Danke. Außerdem, das zeigen wir euch jetzt hier nochmal, wenn wir ganz nah rangehen, hier könnt ihr gut erkennen, wie der Draht da drin geformt ist. Ist auch der Trick, wenn ihr eine ausbaut und ihr euch nicht sicher seid, ob die Glühbirne überhaupt durchgebrannt ist. Nehmt euch die, tut ein bisschen, das sieht man jetzt natürlich auf der Kamera nicht, aber mit dem bloßen Auge sieht man das gut, tut da ein bisschen hier so schlagen. Und dann seht ihr schon, ob sich der Draht bewegt, wenn er zum Beispiel durch ist, weil er keinen Kontakt mehr hat. Oder alternativ seht ihr sowieso, dass er schon durchgebrannt ist, weil meistens ist dann einfach ein Loch in der Mitte. Und könnt dann sehen, so, da ist nichts mehr zu holen. Dann erklär mir mal bitte, warum hier so ein bisschen Farbe vorne drin ist. Was bedeutet das? Das ist tatsächlich keine Farbe, das ist quasi eine Versiegelung. Aha. Denn diese Lampen werden ja quasi zusammengebaut mit der Elektronik und werden dann im Werk mit einem speziellen Gas befüllt. Damit die überhaupt richtig funktionieren. Das ist bei normalen Glühbirnen meines Erachtens auch so. Die Elektriker unter euch könnt mich gerne korrigieren, aber ich meine, da ist ein besonderes Schutzgas drin. Das ist quasi einfach die Verblendung, die dann aufgebracht wird, damit dieses Schutzgas da drin bleibt. Okay, Genau. danke. Auch immer ganz wichtig, achtet immer drauf, was ihr hier für Glühbirnen verbaut hattet, wenn ihr sie ausbaut. In dem Fall ist es eine H7, 12 Volt, 55 Watt. Die gibt's auch in anderen Wattformen. Deshalb, so kriegt ihr dann natürlich auch raus, was ihr für eine Glühbirne benötigt. Wir verbauen jetzt natürlich wieder unsere LED-Glühbirne. Wir wollten euch das nochmal zeigen. Wichtig ist bei solchen LED-Glühbirnen, man braucht dann entweder das eingetragene Fahrzeugschein, das ist bei uns nicht der Fall, oder man braucht so eine ABE, eine allgemeine Betriebserlaubnis in Deutschland. Wie gesagt, oder wie auch schon in anderen Videos gesagt, das ist keine Rechtsberatung. Macht euch das selbst schlau und überlegt, was für euch sinnvoller ist und ob ihr das Geld in die Hand nehmen wollt. Die sind nämlich auch relativ teuer. Ja. Die kosten ein Paar zwischen 100 und 120 Euro. Das ist schon ziemlich viel. Um das Ganze jetzt wieder einzubauen, so wie wir es besprochen hatten, das ist halt immer auch so der Moment, wo die Katze ins Wasser springt, sag ich ganz gerne mal. Muss man hier nämlich erst wieder rumfuddeln. Ich hasse das wie die Pest. Weil wenn ihr mal guckt, hier ist noch so eine kleine Nase. Und wenn ich jetzt einfach nur die Glühbirne hier auflege, Machen wir wieder raus. dann kann ich nicht richtig einrasten. Deshalb müsst ihr zuerst hier unten reingehen und dann quasi das Ganze zusammendrücken. Und dann, wenn man das richtig gemacht hat, dann sieht man, hier ist kein Spalt mehr. Und so kann man sie dann auch wieder gefahrlos da reindrehen. Ansonsten funktioniert das nicht so ganz. Genau. Wichtig ist, dass ihr guckt, dass der jetzt so drinnen bleibt. Stimmt auch schon wieder was nicht. So, Leute, muss es aussehen. Genau so. Ich war ein Stück zu rechts versetzt. Also es müssen beide Nasen, die hier zu sehen sind, die da und die da müssen quasi in der Glühbirne sein. Und hier in die Fassung greifen, so wie es jetzt der Fall ist. Und das hier oben ist dann quasi der Widerstand, damit man die Glühbirne reindrehen kann, die Nase. Genau. Wichtig ist, dass das jetzt so bleibt. Das springt ganz gerne wieder raus. Guckt. Zack, direkt wieder rausgesprungen. Das ist tatsächlich die nervige Fuddelarbeit jetzt dabei. Und das ist auf der Seite wirklich nicht schön gelöst. Klar, man könnte jetzt hier hingehen und den ganzen Filterkasten demontieren, wenn man darauf Bock hat. Oder alternativ den ganzen Scheinwerfer ausbauen. Ich weiß nicht, wer darauf Bock hat. Ich würde es nicht machen wollen, wenn ich darauf verzichten kann. Ne? Und das ist das Problem, wovon ich gerade eben gesprochen habe. Die geht dann halt einfach auch wieder gerne auf. Also wir hatten jetzt etliche Anlaufversuche und wir haben jetzt so eine Technik entwickelt, wie das gut funktioniert. Wichtig ist, dass der Nippel hier mit dem Näschen was raus zeigt, zur Glühbirne hin, unten hin ist und halt die zwei Nasen links und rechts sind, damit die sich da gleich in den Haken irritieren können. Dann gehen wir da halt ran, packen das in die Position und dann müssen wir eigentlich schon mit beiden Händen ran. Ich habe dafür 2 Finger genommen, sind hier 2 Finger. Mit der anderen Hand sind halt hier die 2 Finger, dass man das dann drücken kann und gleichzeitig auch drehen kann, rein, damit sich da rein irritiert. So, dann machen wir das Ganze nochmal. So, ja, ich habe da jetzt noch ein bisschen mit dem Finger von unten reingehakt, nach vorn, nach oben hingezogen. Aber da muss man halt eine richtige Position finden, richtigen Griff. Kann auch zum Teil wehtun. Vielleicht nimmt man sich Handschuhe, weil das ist echt scharfkantig. Oder halt einfach dünnes Blech. Also umgekehrte Reihenfolge, Leute. Stecker wieder draufstecken. Auch hier ist es fuddelig. Anders kann man das nicht sagen. Tatsächlich. Leider. Ist dann auch wieder ein bisschen Spagat. Finger, Yoga-Spagat. So steckt er jetzt richtig drauf. Sieht gut aus. Um das kurz zu überprüfen. Ja. Und Abblendlicht an, beide. Passt. Passt, ja? Ja. Gut. Genau, dann könnt ihr auch so ein bisschen euch daran orientieren. Hier ist extra so eine Mulde. Und daran kann man sich dann orientieren, ob das Ganze auch sitzt. Eine Einrastfunktion gibt es hier leider nicht dran. Die hätte ich mir tatsächlich sogar gewünscht. Einfach, dass man weiß, dass der Stecker richtig drauf ist. Jetzt kommt die Gummikappe wieder drauf. Die Gummikappe ist auch wieder an der Stelle extreme Fuddelei. Pack die immer direkt hier drum. Fangen dann immer von einer Seite an. Das ging jetzt gerade überraschend einfach, muss ich sagen. Sitzt nämlich direkt perfekt. Besser hätte man es gar nicht machen können.
Sehr gut. Genau. Jetzt kommt wieder unser Ansaugschlauch für die Motorluft drauf. Wie gesagt, man könnte jetzt im selben Zug nach dem Luftfilter schauen. Das machen wir jetzt nicht, weil eine große Inspektion sowieso noch ansteht demnächst. Dann müssen wir jetzt hier nicht unnötig Sachen aufreißen, wenn wir sie eh wieder aufreißen müssen. Wir haben auch keinen Innenraumfilter dabei. Innenraumfilter sage ich, Luftfilter. Genau, hier ist es so ein bisschen Gefuddel tatsächlich. Das auszurichten, es müssen alle 3 Löcher passen. So ist das der Fall. Dann kann man so wieder verschrauben. Ich hole kurz Kupferpaste. Wieder dran denken, Kupferpaste nehmen. Wir sehen, die Schrauben sind leicht angerostet. Einfach für den Korrosionsschutz. Nehmen wir die Kupferpaste einfach und tragen die hier großflächig, möglichst großflächig auf. Und dann nehmen wir uns wieder hier unseren Punkt und nehmen die erstbeste Schraube, die wir kriegen. Das ist in dem Fall jetzt die hier. Um die dann festzuschrauben. Kreuzschraubendreher. Und auch da wieder denken, nach fest kommt ab. Ganz wichtig. Dasselbe machen wir jetzt natürlich auch mit der zweiten Schraube. Ich denke, das ist selbsterklärend. Am Korrosionsschutz sollte man niemals sparen, das ist meine Meinung. Es sei denn, man will sein Auto nur 1 Jahr fahren oder so, dann ist das okay, dass man da dran spart. Ja, und jetzt ist die letzte Schraube tatsächlich erstmal so ein kleines Hindernis. Die drehe ich tatsächlich jetzt erstmal so rein. Kupferpaste? Ja, nee, die nehme ich gleich. Ich drehe jetzt erstmal vor, um zu gucken, dass ich das Loch zentralisiert bekomme, hoffentlich. Was funktioniert hat, sehr schön. Dann schraube ich jetzt nochmal raus, um Kupferpaste dran zu machen. Man sieht, das Loch ist ein bisschen abseits vom Schuss. Das ist in dem Fall jetzt gar nicht so dermaßen schlimm. Wir haben das gerade gesehen, dass wir es gut zentralisiert bekommen. Dann passt das. Und ruft damit, hier ist irgendwann ein minimaler Widerstand. Sobald ihr minimalen Widerstand habt, ist fest. Dreht nicht weiter, weil sonst überdreht ihr das Gewinde und dann geht das nicht mehr richtig fest. Das passt jetzt so. Besser wird es nicht tatsächlich. An der Stelle. Jetzt nehmen wir einfach wieder unsere Abdeckung, mitteln die hier aus. Da sind die Löcher, 1, 2. Und ja, das ist wirklich so seltsam. Die sind wirklich nur draufgeschraubt so. Hier machen wir jetzt keine Kurzverfaste drauf, auch wenn die Köpfe so aussehen, weil das Gewinde ist super. Ist uns das egal. Soll der Kopf wegrosten, ersetzen wir zur Not die Schraube. Die Abdeckung, auch ganz wichtig. Und dann ist die Beifahrerseite erledigt. Bevor wir jetzt euch die andere Seite zeigen, schnappen wir uns nochmal ein bisschen Zellfaserstofftuch und so und machen hier die Seite ein bisschen sauber von der Kupferpaste, die übrig geblieben ist. Genau, dann zeigen wir euch jetzt gleich die andere Seite. Dann zeige ich euch jetzt, wie ihr das Abblendlicht auf der Fahrerseite umtauschen könnt. Dafür müssen wir erstmal diese Kappe hier entfernen. Da greifen wir mit beiden Händen hier drunter, weil da sind 2 Schnallen, die wir dann ziehen, also öffnen. Genau. So sieht es aus. Hier greife ich so drunter. Dann öffnen wir das. Easy, wenn man es weiß. Sehr einfach, genau. Abblendlicht, Fernlicht und Standlicht. Hier auch wieder die Kappe, die wir abziehen. Und dann haben wir das Kabel hier. So, und dann ziehen wir das hier einfach ab. Bisschen Schmackes. Wenn man sich nicht sicher ist, einfach ein bisschen hin und her wackeln zur Not, dann kriegt man das raus. Ja, und wie ihr seht, dasselbe Patent, nur dass man hier halt deutlich mehr Platz hat. Dadurch ist es deutlich entspannter. Ja, das ist schon. Das sieht man ja auch direkt. Genau, und dann jetzt von Fahrerseite aus einfach nach links. Dann ist das ganze Ding schon draußen. Genau, kommt dann die auch hier wieder entgegen. Man sieht, wir haben hier auch natürlich LED verbaut, klar, auf beiden Seiten Abblendelicht. Genau, und die tun wir jetzt einfach einmal schnell wieder zusammenpacken, verbauen sie direkt wieder. Ja, haben wir nichts zu tauschen. Genau, hier haben wir wieder dasselbe Patent wie von vorhin. Da hat sich Volkswagen was richtig Tolles ausgedacht. Ja, also ähnlich wie die Handschuhfachleuchte, da muss man auch irgendwie ein Diplom-Ingenieur sein, um die da zusammen zu bekommen, Leute. Das ist wirklich... Tolles Patent. Ach du Scheiße. Und wenn ihr das dann irgendwann mal wieder verbaut bekommen habt. Das kann ein bisschen futtig sein. Achtet nur wichtig drauf, wenn man deine Hand daraus nimmt kurz. Achtet nur wirklich drauf, dass diese Nasen, ne, da ist die eine, die andere ist auf der anderen Seite, wirklich beide drin sind, weil häufig denkt man, ja, ich habe es endlich geschafft. Wenn da ist nur eine drin, das ist schlecht, es müssen wirklich beide drin sein. Einfach wieder hier verkabeln. Jetzt einfach wieder die Gummi-Isolation drauf. Ja, das Hütchen hier. Achten auch, dass es von unten drin ist. Genau, das ist wichtig. Genau, jetzt Sitzt und dann kommt jetzt eigentlich nur noch die wundervolle Abdeckung. Das war's. Das war's schon mit dem Video zum Thema, wie wechsle ich meine Abblendlichter aus. Klein, aber feines Video. Genau, geht eigentlich relativ einfach, wenn man einmal die Konstruktion verstanden hat und man ein bisschen, Feinmotorik hat und nicht so riesige Finger wie so ein großer Mensch. Was wichtig ist, das Fernlicht lässt sich deutlich schlechter tauschen, dafür müssen die Scheinwerfer tatsächlich demontiert werden. Und um die Scheinwerfer zu demontieren, muss man die Stoßstange demontieren. Wie euch vielleicht aufgefallen ist, unsere Stoßstange müssten wir auch mal reparieren. Das heißt, wenn ihr dazu ein Video sehen wollt, schreibt es auch gerne mal in die Kommentare, dann machen wir das. Genau. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert den Kanal und werdet Teil der Expedition.